Prost. Rita hat sich beim Vita Rush Promotion Stand am Strand auch Saft geholt, der ihr schmeckt. Einen super Orangensaft. Sie stärkt sich für das neue Video, so soll es sein. Und damit herzlich willkommen wieder mal bei Bricks Go Wild in Wild City. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollten euch heute mal ein paar Neuheiten zeigen. Vielleicht hat der ein oder andere beim letzten Video, wo wir von oben gefilmt haben, schon ein paar Neuigkeiten erkannt. Schauen wir mal, das wird wahrscheinlich ein zweiteiliger Rundgang durch unsere Stadt werden mit Projekten, die jetzt die letzten Tage so neu dazugekommen sind. Falls die Frage ist, woher das Auto und diese Vita Rush Dame und so ist, das wäre ja vielleicht auch interessant, falls ihr nicht alle Videos von uns gesehen habt. Was wir nicht hoffen natürlich, sonst holt sie sofort nach. Genau. Das ist bei dem Skatepark, oder? Ja. Genau, mit den neuen Straßenplatten, bei den neuen City-Sets dabei. Und den Skatepark, wisst ihr ja, den haben wir da hinten platziert, haben wir euch vor kurzem erst erzählt. Und diese Damen, habe ich mir aber gedacht, die passen fast besser an den Strand. Die verteilen da eben promotionmäßig mal die Dosen, damit die Leute das dann natürlich auch kaufen. Und Rita ist schon begeistert, sie hat schon gekauft oder geholt. Ja. Ich glaube, wir werden jetzt aber mal in die andere Richtung gehen, und zwar in den hinteren Teil der Innenstadt, wo du uns ein bisschen was präsentieren kannst, Rita. Zum Hafen, da sind die Pläne schon am Fertigwerden. Danke für eure vielen Kommentare, da haben wir ganz viele tolle Vorschläge von euch bekommen, wie es da jetzt weitergeht, sowohl mit dieser Fläche als auch mit dem Dach und so weiter. Da hatten wir leider noch keine Zeit. Es war nämlich die Familie auch wieder da und da haben wir wieder ein bisschen gemeinsam mit denen gebaut. Was positiv war, auf jeden Fall, denn es ist ja wieder was fertig geworden. Was fertig. Stopp, Rita, du bist schon zu weit gegangen. Ja. Als erstes wollten wir euch zeigen, dass jetzt endlich dieser Fahrradverleihstand fertig ist. Ich weiß gar nicht, wie lange der schon hier jetzt im halbfertigen Zustand gestanden ist. Stimmt. Das ist ja ein Set aus der Bricklink A4 Designer Program Serie, welches wir rebrickt haben. Und da haben uns noch Teile gefehlt, speziell hier unten eben bei dem Schriftzug. Und das konnte man nie lesen und jetzt endlich kann man es lesen. Es sind die Bikes und es ist noch eins, das man sich ausborgen kann. Alle anderen sind rot. Wobei hier, glaube ich, gerade jemand eines zurückbringt. Also vielleicht hat man Glück, wenn man zu zweit ein Fahrrad ausborgen möchte, jetzt gerade in diesem Moment. Dann kann es sein, dass man da fündig wird. Sehr schönes Set. Der Lastwagen ist irgendwo hinten beim Hafen, glaube ich. Ja. Dort hinten steht ja, ihr seht ihn nicht, dort wo die Rakete ist. Da fehlen noch ein paar dieser limegrünen Teils. Die sind gar nicht so einfach zu bekommen, aber wir sind dabei und werden das bald nachholen, hoffe ich. Auf jeden Fall. Dann, liebe Rita. Wir kommen zu dem Park und ich würde euch gern noch mehr präsentieren, aber dieser Baum hat mich fertig gemacht. Übrigens, danke für die lieben Kommentare, die gesagt haben, dass mein Baum sehr schön war, diese erste Konstruktion, die ich versucht habe. Das einzige Problem war, dass dieser Baum das Illegalste an unserer Stadt war. Denn ich habe so viele illegale Bautechniken verwendet, dass man ihn nur anstupsen musste und es sind alle Teile zerfallen. Da hat dann Christoph gesagt, so geht das nicht, ich muss mich da mehr bemühen. Also ich habe mich natürlich vorher auch bemüht, aber gut. Und jetzt haben wir den anders aufgebaut und es ist wieder von der Bautechnik her, weil viele auch gefragt haben, wie baut man so einen Baum, irgendwie ähnlich wie die Berge hinten bei Winterdorf, denn wir haben bunte Steine in der Mitte drinnen, die quasi das Fundament machen und den Baum gut halten. Und dann außenrum eben verschiedene Slopes, kleine, große, normale Steine, sonstiges. Ganz richtig, ja. Genau. Wir haben ihn jetzt massiv gebaut, das heißt, man kann ihn jetzt auch einfach so nehmen. Machen wir es nicht, weil er schon am Boden fixiert ist. Danke. Und jetzt ist er auf jeden Fall sicherer aufgebaut, weil sonst, ich hatte schon Angst, wenn hier jemand vorbeigeht und ein bisschen Luftzug den Baum erreicht, dass er dann auseinanderfällt, weil, wie gesagt, das Innenleben doch sehr karg und, ja, nennen wir es,
offen war. Genau. Auf jeden Fall danke für eure tollen Kommentare bezüglich des Parks. Und danke für die Babyenten-Kommentare. Es sind sehr viele Babyenten-Kommentare gekommen und sogar Hinweise, dass es Babyenten gibt, beziehungsweise eigentlich Quietscheenten. Und also danke dafür. Wir haben welche in der Stadt, die darf ich leider aus dem Vergnügungspark nicht stibitzen. Beim Fairground-Mixer, glaube ich, waren die dabei. Da war so eine kleine Attraktion, wo man so Enten aus Wasser Tanks fischen konnte. Da war ich schon dabei, aber Christoph hat mich geschimpft und deswegen bestellen wir neue, denn es gibt anscheinend doch ein paar kleinere Sets, beziehungsweise die eine Minifigur, die solche hatte. Ich hoffe mal, dass wir sie irgendwo bekommen. Wir haben auch gehört, bei irgendeinem Friends-Set waren die dabei. Das heißt, ihr seht es oder ihr hört es von Rita. Es wird wahrscheinlich hier in diesem Eck hier ein Ententeich kommen. Und was machen wir sonst noch? Vielleicht auch mit Anglern, das weiß ich noch nicht. Und ihr seht es hier, ich habe hier mal dieses Kiddie Ride aufgestellt. Upsala, die fällt auch schon wieder um. Mit der Mutter und ich glaube der Schwester, die aufs Baby aufpasst. Vielleicht machen wir da so einen Mini-Spielplatz oder sowas ähnliches hin. Auf jeden Fall ein paar Bankerl noch, also ein paar Sitzbänke. Und ja, es soll einfach gemütlich sein und schön. Ganz richtig. Der Park soll zum Erholen einladen. Genau. Die Leute haben ja in unserer Stadt wahrscheinlich so viel Stress in der Arbeit, es ist so viel Verkehr, so viel Business zu erledigen, da sollen sie hier sich mal ein bisschen entspannen können. Genau, dann haben wir, weil wir ja jetzt dann die Freigabe bekommen haben fürs Aufstellen des Baumhauses, endlich nach über einem Jahr, hier am Bauernhof ein bisschen neues Heu in Form dieser gelben Blätter platziert. Die werden wir noch in nächster Zeit einbauen. Und was können wir noch zeigen? Dann kommen wir zu dem Familienprojekt quasi. Da gebe ich dir mal die Kamera und ich begebe mich in den Untergrund. Ui. Also Christoph krabbelt schon hinein. Ja, unser Familienbegrünungsprojekt da hinten, das aus 2 Teilen besteht. Nämlich einerseits, ihr seht es direkt vor Christoph jetzt, ist da so eine Art kleiner, man glaubt, es ist ein kleiner Berg. Es ist aber eigentlich ein Banditenversteck. Richtig, wir haben euch das noch gar nicht so gezeigt. Ihr habt ja geschrieben, der Wald muss auf jeden Fall größer werden. Meine liebe Mutter, danke an dieser Stelle, Mutti, hat sich hier ihr habt geschrieben, es wäre schön, wenn hier noch ein bisschen mehr Relief hineinkommen würde. Und das ist auf jeden Fall richtig, denn hier im Wald, hier sind zwar ein paar Unebenheiten, aber die Bäume sind fast alle auf derselben Höhe, was die Baseplate anbelangt. Jetzt hat sie mal begonnen, hier ein bisschen Felsen einzubauen. Sie wollte auch hier noch Bäume draufsetzen, aber uns sind diese Blätter ausgegangen. Ich glaube, da müssen wir wieder einen Grund ins Legoland zu fahren. Also dann müssen wir fast zum Saisonstart schon hin, denn die gab es nämlich auch in der Fabrik. Und die sind relativ günstig dort, weil sie so, Rita kommt hier raus, weil sie so leicht sind. Also da werden wir sicher wieder zuschlagen. Das heißt, hier ist jetzt so eine Art Klettersteig. Hier sind auch Leute, die hier unterwegs sind. Schlangen gibt es hier. Dieser Mann fällt fast runter, weil er von seiner Frau fotografiert wird. Und hier auf der drüberen Seite, das ist das, was Rita angesprochen hat. Hier haben wir übrigens mal eine Umzäunung für den Vergnügungspark ausgelegt, damit der nicht noch größer wird, weil sonst habe ich das Gefühl, werden meine Sachen immer weiter an die Tischkante geschoben und der Vergnügungspark wächst noch weiter. Hier ist so eine kleine Erweiterung dieses Gesteinsmassivs und sieht auch ganz nett aus, das wird noch weiter begrünt, wie gesagt, mit Bäumen. Und das Besondere daran ist aber, es sieht ja schon sehr verdächtig aus. Das sieht nur so aus, als hätte das die Natur erschaffen. Das ist aber eigentlich Beton und man erkennt es hier. Das ist ein geheimer Eingang in eine Welt, die wahrscheinlich darunter liegt. Wir sind uns nicht ganz sicher, weil wer hier sein Unwesen treibt. Ist das hier Fort Knox? Sind es die, keine Ahnung, irgendwelche Weltverschwörungstheoretiker oder doch nur ein paar Banditen, die hier ihre Goldschätze lagern? Oder ihre Süßigkeiten. Oder Süßigkeiten, wir werden es sehen. Auf jeden Fall sieht das eigentlich ganz nett aus und wenn das noch ein bisschen begrünt ist und so, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das auch
ein Schmuckstück wird. Und Rita zeigt uns jetzt noch, was hier bei der Quelle passiert ist. Kurz noch ein letztes Abschlusswort von mir. Ihr habt uns ja auch so viele tolle Kommentare geschrieben, was den Flussverlauf anbelangt. Ja. Wir sind da noch nicht dazu gekommen, aber wir haben jetzt vor, den Fluss irgendwie hier nach rechts, also in meine Richtung schwenken zu lassen und dann hier irgendwo wird er dann durch den Wald fließen oder im Wald versickern, keine Ahnung. Der Plan ist auf jeden Fall, der gefällt uns sehr gut, den Fluss hier hinten in der Piratenlagune münden zu lassen. Ja. Aber da kommen wir dann noch dazu. Es gibt Neuigkeiten auch bezüglich der Quelle. Ja. Ich habe die Kamera, unglaublich. Danke dafür. Die Quelle wurde fertiggestellt. Ihr seht, um einiges mehr begrünt. Und nicht nur das, es sind auch Figuren hier platziert worden. Also man sieht, meine Figurenkästen leisten Großartiges für alle möglichen Leute hier, die am Bauen sind. Und dann kommen so coole Situationen raus wie diese hier. Der wollte, glaube ich, eigentlich nur nach dem Schatz in der Quelle suchen. Und seine Spinnenphobie kostet ihm hoffentlich nicht das Leben. Ich weiß es nicht. Er fürchtet sich auf jeden Fall so viel, dass er quasi fast von dieser Quelle herunterfällt. Ja, es trifft eigentlich immer die gar nichts Böses vorhaben. Aber was soll man machen? Und ihr seht es hier herunten. Hier ist auch einer, der, glaube ich, nach dem Schatz sucht mit einem Fernrohr. Und man sieht das ein bisschen schlecht hier, aber doch auch... Oje, jetzt ist der Zug gefallen. Die Blondine, die hier Rita hat sitzt... mit ihrem Bauch den Horizon Express umgeschmissen. Zeige ich euch gleich. Aber ich komme da nie wieder hin. Diese Blondine hier, die hat ein Fernglas und schaut in die falsche Richtung. Wenn sie nur wüsste, dass sie sehr nah am Schatz ist, dann, ja, würde sie das vielleicht ganz gut finden. Entschuldigung in diesem Sinne an diesen netten Zug. Er hätte was er mit meinen Zügen macht. Ich weiß es wirklich nicht. Entschuldigung. Das sind so schöne Schmuckstücke und sie manipuliert das immer. Ich habe mir gedacht, es geht sich aus. Es ist sich leider nicht ausgegangen. Ich baue den wieder auf. Ich schwör's. Entschuldigung. In dem Sinn, liebe Freunde, danke fürs Einschalten. Danke für eure Solidarität mit den Zügen. Ja, ob das noch was wird, weiß ich nicht. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den kleinen, aber feinen Neuheiten in unserer Stadt haltet. Und ja, solange Rita lächelt, ist ja kein Problem. Oder geht's ihr gut, geht's mir und uns auch gut. Und dann sehen wir uns wieder. Wir reparieren jetzt mal den Zug, dann lassen wir ihn vielleicht wieder mal fahren. Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und danke fürs Einschalten. Ja, gut, dass Lego unverwüstbar ist. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.